Willkommen zu einer schönen Radtour an der istrischen Küste mit anschließender Stadtbesichtigung. Heute geht es vom Campingplatz Polari nach Rovinj, eine entspannte Strecke entlang des Meeres mit beeindruckenden Highlights. Wir fahren insgesamt 22 Kilometer und passieren atemberaubende Küstenabschnitte, einen geheimnisvollen Lost Place und die imposante Kletterwand Montauro. Die genaue Route findet ihr wie immer auf Komoot. Den Link dazu gibt es in der Videobeschreibung. Und wenn euch das Video gefällt, freuen wir uns über einen Daumen nach oben. Direkt vom Campingplatz führt der Weg in Richtung Rovinj, immer entlang der Küste. Sanfte Meeresbrisen, der Duft von Pinien und das Rauschen der Wellen begleiten uns. Außerdem strahlt die Sonne mit uns um die Wette. Der Radweg ist gut ausgebaut und schlängelt sich entlang der Küste, vorbei an zahlreichen Buchten, die zum Verweilen und auch Baden einladen. Manche Abschnitte sind belebt, doch es gibt auch ruhige, fast einsame Stellen, an denen man die Natur in vollen Zügen genießen kann. Weiter geht es durch den Wald von Shkaraba, wo sich ein geheimnisvoller Lost Place versteckt. Direkt am Strand liegt ein, wir vermuten, altes verfallenes Badehaus, ein Überbleibsel aus vergangenen Zeiten. Heute hat sich die Natur diesen Ort wieder etwas zurückerobert. Zwischen den Mauern wachsen Büsche und Gräser und das Meer schimmert direkt davor. Selbst bei Google Maps steht nichts, was es sein könnte. Nee. Ich habe auf einen modernen römischen Badetempel getippt. Meinst du, dass das hier unten ein Dings war zum Schwimmen? Das sieht ein bisschen wie so ein Wasserbecken aus, könnte aber schon ein sehr sein. kleines. Ne? Und was ist das ganze andere drumherum? Also ich hätte jetzt eher gedacht, das wäre irgendwas hier zum Essen gewesen oder sowas. So restaurantmäßig mit irgendwas. Oben vielleicht noch eine Terrasse, dass hier eine Treppe hochging oder ich weiß es nicht. Vielleicht. Da ist noch Tischtennisplatte. Ja, die habe ich auch schon entdeckt. Draußen waren hier überall Tische und so. Der Strandbad. Ja, oder sowas. Genau, wie vielleicht hier ein Kinderpool. So mit Liegen, ein bisschen Essen und Krams und so. Weiter geht's. Immerhin Müll gibt es hier noch. Das muss man auch mal sagen, hier ist es überall sehr ordentlich. Also im Verhältnis zu anderen Ländern. Kleine Wege führen hier durch das Grünzeugs zu den Buchten. Sehr, sehr schön. Und schwupps, die nächste Bucht. Okay, es könnte sein, dass du recht hattest, dass wir eine Stunde brauchen. Naja, du hast doch nicht gedacht, dass wir da in 10 Minuten sind oder so. So habe ich mir das immer vorgestellt. Endlich, Olli macht seinen ersten richtigen Urlaub. Nein, ich meine auch so in Kroatien so mit den ganzen Steinen und so. Du bist schon mal hier gewesen. Ja, genau so Erinnerungen raus und so. Wenn ich mal auswandere, dann nach Kroatien. Nach Kroatien? Nachdem ich vorher in die Dolomiten und nach Frankreich ausgewandert bin. Schon schön hier, ne? Ist schon schön, ja. Aber wahrscheinlich nur als Tourist, nicht als Einheimischer. Aber ich glaube auch, dass sie wissen, dass es schön ist. Dieser Weg hier lang ist doch schon ein Traum. Das ist traumhaft. Wer mag, findet auf der Strecke zahlreiche unterschiedliche Lokalitäten zum Einkehren. Hier und da erwarten uns geschichtliche Relikte wie römische Säulen oder moderne Kunstwerke wie ein ganzer Strandabschnitt mit Steinmännchen.
Ein besonderes Highlight ist Montauro, eine eindrucksvolle Felswand direkt an der Küste, etwas oberhalb vom Meer gelegen. Einige Kletterer waren hier unterwegs, um an den Kalksteinwänden ihre Technik zu verbessern. Auch wer nicht selbst klettert, hat Spaß daran, den Sportlern beim Aufstieg zuzuschauen. Die Felsformation ist nicht nur ein beliebter Sportplatz, sondern auch ein markanter Punkt entlang dieser Strecke. Mega. Das ist mein Land hier. Ist ja so schön. Ja, das ist doch der Hammer, oder? Da reichen schon 5,5 Kilometer, um eine spektakuläre Fahrradtour zu werden. Ne? Ja, ist doch aber wirklich Hammer, oder? Hier ist was los. An wirklich jeder Ecke wird geklettert. Und ich muss doch mal feststellen, selbst hier gibt es Mülleimer. Du hast schon recht, so viel, liegt nicht viel Müll rum, ne? Nein, nicht so viel, wie man es anderswo sieht. Nee, aber das haben wir in Frankreich schon wesentlich schlimmer erlebt. Und in Italien jetzt. Ein 360-Grad-Rundblick. Einfach unglaublich. Hier wird geklettert. Hier sind die Fahrräder und Fußgänger unterwegs. Bitte kommt nicht nach Kroatien, das ist so hässlich hier. Also das ist gefürchterlich. Diese Steine, überall Steine und das Wasser ist hier ganz total dreckiges Wasser überall. Müll liegt hier rum. Olli wird nie wieder nach Kroatien Richtig, fahren. und total scheiß Campingplätze hier und es ist schrecklich hier. Fahrt alle nach Frankreich oder Spanien. Kroatien ist nichts. Damit du die Plätze für dich alleine hast, ne? Ja, ja, Kroatien ja. ist schrecklich. Ah. In der Ferne taucht die Silhouette von Rovinj auf, unser heutiges Ziel. Der Weg bis hierhin war abwechslungsreich und durchweg angenehm zu fahren. Bei diesem Wetter und mit der Vorfreude auf die Besichtigung der bekannten und beliebten kroatischen Stadt ist die Fahrt genau nach unserem Geschmack gewesen. Das ist sie jetzt. Die Perle Kroatiens. Das glaube ich aber auch das Wort. Oh, eine Mischung aus Mont Saint-Michel und Honfleur. Wo müssen wir denn hin? Oh, da auf den Hügel gehen wir nicht, ne? Nein, da gehen wir nicht hin. Wir erreichen Rovinj, sichern unsere Fahrräder und setzen unseren Weg zu Fuß fort. Auf geht es zur Stadtbesichtigung. Hier stirbt aber echt der Bär, ne? Wie macht das im Hochsommer sein hier? Die Altstadt mit ihren engen Gassen, den bunten Häusern und dem malerischen Hafen ist ein echtes Juwel. Schnell erkennen wir, warum Rovinj auch die Perle Istriens genannt wird. Kopfsteinpflaster, kleine Cafés und der Blick auf das azurblaue Meer sorgen für eine einzigartige Atmosphäre. Da kommt eine kroatische Miezekatze. Oh, Bimmelbahn. Immer wieder schmale Lücken, die zwischen den Häusern runter zum Meer führen. Die Häuserzeile auf dieser Halbinsel ist direkt an die Küste dran gebaut. Es gibt keinen Weg außenrum, außer man fährt übers Meer. Ist ja ein bisschen kitschig, ne? Nee, schön, Ist schön. schön, so schön. Selbst wenn du hier wohnst, kriegst du wahrscheinlich nicht jede Gasse mit. Hier gibt es alles, was das Herz begehrt. Und noch mehr. Weil ja schon Milliarden Menschen drüber gelaufen sind, ist das schon so abgewetzt.
dass wir nicht schon vor 4 Tagen hier gewesen sind. Da muss ja der Bär los gewesen sein. Weil am 16.09. strömen die ganzen Wallfahrer hierher. Das ist nämlich der Sarkophag der heiligen Euphemia. Habe ich mir gedacht. Und die ist am 16.09.302 gestorben und war eine Märtyrerin. Wer mag, kann hinauf zur Kirche der heiligen Euphemia gehen. Von dort hat man eine fantastische Aussicht über die Stadt und das Meer. Mit ein wenig Glück sollen oben vom Kirchturm sogar Delfine zu sehen sein. Olli ist auf den Turm hinaufgegangen und sein Fazit ist, die Aussicht kann man unbedingt empfehlen. War's jetzt oben? Ja, Hammer. 4 Euro. Hast du Delfine gesehen? Nein. Die Treppenstufen, so kleine Holzdinger. Hoch geht's, weil du durchtrittst. Aber runter musst du dann immer nur so mit Hacken drauf. Aber wirklich tolle Aussicht von da oben. Die charmanten Gassen laden zum Entdecken ein, jedes Eck birgt eine neue Überraschung. Es gibt so viele kleine Gassen, es ist fast unmöglich, bei einem Besuch sich überall umzuschauen. Wie immer gibt es die belebteren und touristischen Bereiche, aber auch weniger spektakuläre und dementsprechend leerere Gassen, die trotzdem einen Besuch wert sind. Hier kannst du denn die Wäsche hin und her ziehen. Zwischen den Häusern meinst du? Nee, von einem Fenster zum nächsten. Ah, verstehe, ja. Da hängst du auf und dann ziehst du hier lang. Ja, alles klar. Haben die doch überall hier zwischen den Häusern so zum Rüberziehen. So eine Wäscheseilbahn. Hier sieht es aber sehr römisch aus, ne? Finde ich. Oder venezianisch. Aber wenn du ein bisschen abseits bist der Piste. Ist schon nichts mehr los. Nee, das ist auch schön. Aber halt nicht spektakulär. Aber ich finde das hier schon schön. Hier sind doch die Steine nicht so abgelaufen. Nee, stimmt. Reisegruppe Fevo und Wils, ganz alleine in Rovinj. Uns hat Rovinj sehr fasziniert. Unser Aufenthalt hier war in der Nachsaison, trotzdem war die Stadt gut besucht. Sicherlich ist es in der Hochsaison hier noch um einiges belebter und kein Ort für Menschen, die den Trubel nicht mögen. Wem das nichts ausmacht, der erlebt eine bunte, lebendige, sehr sehenswerte kleine Stadt. Wir zumindest werden sicher irgendwann wiederkommen und uns nochmal von dieser Stadt verzaubern lassen. Wir machen uns auf den Rückweg. Die Gedanken sind erfüllt von einer Tour voller Abwechslung. Mit traumhaften Küstenwegen über Lost Places bis hin zur lebendigen Altstadt von Rovinj. Insgesamt 22 Kilometer, die sich absolut lohnen. Die genaue Route findet ihr auf Komoot. Link dazu unten in der Videobeschreibung. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst uns gerne ein Like da und abonniert den Kanal für mehr Touren dieser Art. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zur nächsten Fahrt.